Hallo meine Mitverzweifler und MitverzweiflerInnen zu einer neuen Folge von Genshin Impact. Letztes Mal war Shioris Quest dran, das haben sie abgeschlossen. Und jetzt geht's an Lynette's Hangout dran. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch gar keine Ahnung, was auf uns zukommt. Hier sind auf jeden Fall noch die Konditionen, die man braucht, um das eben freizuschalten. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns dann auf das Einladungsereignis Lynette dann ein. Und schauen wir mal, wie lange es ist. Ich habe gesehen, dass schon die meisten so 2,5 Stunden gebraucht haben, um es durchzuspielen. Das heißt, ja, das wird lange. So, die Katze und die Zufallszahlen. Okay, interessanter Name. Geh in die Nähe des Hotels. Machen wir das mal. Da ist Wasser. Ich wollte schon gerade sagen, warum divest du gerade? Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe noch gar keine Ahnung, was läuft. Ich habe nur ganz kurz etwas mal auf Paimon Mo gelesen, durch ein Achievement halt. Und dann noch, ich glaube, es war, etwas Kleines, das ich mir gar nicht mehr, mich erinnern kann, was es war. Das heißt, es könnte vielleicht sein, wo ich kurz denke, so, deswegen. Aber ich glaube, größtenteils hätte ich gar keine Ahnung haben, nee. So, legen wir los. Ist das Lynette mit dem Kätzchen? Ja. Oh. Vorsichtig anschleichen. Ich glaube, die Katze hat uns verraten, oder? Hallo. Oh, it's you. 1 second. Now activating chat mode. Okay. You made me jump there. I thought they'd finally caught me. Sie ist überhaupt nicht so, als hättest du Angst. Ich finde es auch witzig, dass sie der Konversationsmodus weil es gibt ja, glaube ich, ganz viele, die theorisieren, dass sie ein Roboter ist. Aber ich glaube, das wurde schon bestätigt, dass sie das eben nicht ist. Und ich glaube, die Entwickler benutzen das auch, um Spaß zu haben, beziehungsweise mit den Leuten rumzualbern. Well, my heart rate did. Jumped up a little, I mean. Welchen Schwierigkeiten steckst du genau? Objectively speaking, the trouble was entirely of my own making. Das heißt... Half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks reception. It was to celebrate the successful opening of a show. But it was draining my energy. So, I waited for the right moment, then snuck away so I could switch to standby mode. Okay, verstehe. Sie schickt nur so jemanden, um dich zu finden und zurückzubringen. Aber warum? Probably because I'm playing the lead role in the show. Die Hauptrolle von was denn? Is that so surprising? I'm always getting invitations to do solo performances. I just usually get Linny to write back and turn them down. But then came the Fontanalia Film Festival. Okay. We took all the kids from the House of the Hearth out to see a film. And after it finished, they all started clamoring for me to try out acting for some reason. Even Linny was chanting along with them. Okay. Anyway, it just so happened that a director called Mariu had sent me an invitation right around then. I'll spare you the details, but basically, I ended up accepting it. Okay, das heißt, du bist das schauspielerische Debüt der Zauberpuppe. Yep, you nailed it. I'm playing the role of a puppet. Okay. In fact, the show's called The Lost Puppet, and it's a masked mime show. So, I don't have to do any facial expressions or say any lines. Literally just a series of physical movements. The director says it's a very avant-garde art form. Okay. Das hört sich ja avantgardistisch an. Aber kann das Publikum es verstehen? Wahrscheinlich? Weiß nicht. Art is not comprehended by the mind, but felt in the heart. At least, that's what the director says. Anyway, if nothing else, the opening performance seemed to go down well. Er könnte sich ganz gut, glaube ich, mit den Typen aus Nilus Quest verstehen. Der eine, nicht Regisseur, aber der eine beim Theater. Nicht Theater, boah, wie heißt das nochmal? Das Stück von Sumero, wo sie kreativ sind. Auf jeden Fall so einen Typen, die man in der Nilo Quest kennenlernt. At the drinks reception, everyone was crowding around me, saying, "Triumphant character portrayal, faithful adaptation of the original work, unequivocally, quintessentially avant-garde," and stuff like that. Klingst nicht begeistert davon, aber... But being the center of attention is draining. So the moment they left me to go harass the director instead, I was out of there. Okay. Einmal, dass du nicht das linear Shit vorschieben konntest. The other thing is, some weird things happened while I was on the stage. Unter anderem was... Hallo, Katze. Oh, sorry, Bonnie.
I didn't mean to leave you out of the conversation. My bad. Ist Bonnie deine Katze? Wahrscheinlich nicht. No, we just met. We bumped into each other right after I slipped away. Und du hast schon einen Namen gegeben? Wahrscheinlich hat sie es einfach rausgefunden. Well, it'd be kind of difficult for us to Oder doch, communicate okay. otherwise. Besides, I think she's taken a liking to the name. Haven't you, Bonnie? Das klingt gut. Yeah, that's right. Good kitty. We'll go find your owner soon, I promise. Besitzer, also ist sie keine streunende Katze? Nope. She's wearing a collar, and for the most part, she's pretty well groomed. If she is a stray, she hasn't been for long. Okay. Her stomach's been growling a lot. I guess she must have been missing for a few days now. As much as I'd love to hang out with her for a while longer, her owner's probably worried sick about her. Assuming she has an owner, that is. Okay. But the reception... I should probably show my face there again at some point. Even if it's just to make excuses and leave again. Ist sie jetzt schon eine Spaltung kommen? Fällt dir die Entscheidung schwer? Well, I just find it exhausting. Thinking through all the different ramifications of different choices and so on. That's more Lenny's area than mine. So, unless it's something really important, I usually just leave the decision-making to him. Aber dieses Mal ist er nicht da. It's fine. He got Ferminate to make me a little something for just this situation. Das heißt? Poof! A phaetometer. Ein Fetawider? Was ist das? It looks pretty over the top, I know. But it's essentially just a box of cards. He kept the design simple, so it'd be harder to break. Okay. The way it works is, I pick a card at random, then look at the number on the card. Und wie hilft dir dabei, eine Entscheidung zu treffen? Ich nehme an, die Zahl der Karte entscheidet dafür dann die Decision. Die Entscheidung, wo sie eben nimmt. Also als würde man eine Münze werfen. Well, for example, if the number on the card is 5 or higher, I help Bonnie find her owner. If it's less than 5, I go back to the reception. Also Münzen werfen einfach, basically. Ein einfaches Prinzip. I just have to believe in the bond between me and my cards, and my fate will reveal itself to me in numerical form. At least, that's what Lenny said. Oh, verdammt. Okay, zeigt uns jetzt ein Beispiel. Als Lynette gerade eine Karte ziehen wollte, gab die... Oh. I didn't like that. Was I using it wrong? Maybe if I just... Ja. Klopft auf die Schatulle und lässt eine Menge Karte heraus. Dann nimmt sie, ja. Clearly, there's some design flaws to iron out. I'll have to let Fremine know. Ich habe das Gefühl, dass das Problem nicht bei dem Entwurf lag. Let's see, which card did I get? 4. Weniger als 5, also helfen mir Bonnie nicht. Well, the cards fell on the ground though, so I don't think it counts as fate. If you want to get the right answer, you have to let fate decide. Also something Lenny said. So, to put it another way, if picking a card up off the ground is how to not leave it to fate, then that means it must be the wrong answer. Nee, möchte damit wohl sagen, dass man sich manchmal mit einer unliebsamen Antwort abwenden muss. Or... Why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means... our fates are, like, interfering with each other. Na gut, ich ziehe noch eine Karte. Thank you. This one is final, I promise. Das wird wahrscheinlich für Bonnie sein. Here, take the phaetometer. If it's 5 or above, that means fate successfully changed. Anything lower than 5 is a fail. Okay. Also, if you have your own thoughts about what I should do, feel free to share it. Now that I've got a good problem solver here to help, I don't need to run every little thing by fate. Oh Gott. Zurück zum Empfangsdings gehen. Bonnie helfen. Wie wäre es, wenn du weder das eine noch das andere tust? In die Karte des Schicksals, ich bin mir sicher, überlassen wir es dem Schicksal. Ach komm, lassen wir ihr Bonnie helfen. So, we're looking for Bonnie's owner? Yep. So, wie willst du Bonnies Besitzer denn finden? I think I'll go to the Steambird and see about putting an ad in the paper. You wanna come along? Ich würde sagen, gerne, wenn ich dadurch noch ein bisschen länger mit euch abhängen kann.
Okay. Das heißt, wir jetzt den Weg eingeschlagen, wo wir dann mit die... Ah, ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, nicht die richtige Markierung, Alter. 5000 Meter, Alter. Wo gehst du denn mit hin damit? Ich wollte jetzt... Ne, ja, falsche Taste. Jetzt schon jetzt wahrscheinlich die erste Abspaltung, ne? Hier 5 Ausgänge gibt's. Okay. So, also da kommt man hin und da. Und dann hat man wahrscheinlich bei 2 eben noch zwei... haben wir noch 2 Spaltungen, die irgendwann kommen und dann ist man wahrscheinlich da. Könnte auch gut sein, dass man wahrscheinlich von einem Ending auf das andere kann kommen noch. Durch eine bestimmte Entscheidung, irgendwas so. Aber das sehen wir im Laufe der Folgen eben. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Quest hier vorangeht. Hangouts sind immer für mich die längeren und auch wirklich mal meistens schwächeren Story-Quests. Aber es macht interessant wegen den verschiedenen Bildern, die man rausbekommt. Die sehen immer schön. Oh, hi Lynette. Hi Traveler. What can I help you with? Gab es da Aufträge zu einer vermissten Katze? I don't think so. Have you picked up a stray? Yep. If there's no commission to follow up on, could we post a notice about the missing cat instead? Why, of course. What a kind thing to do. Just fill out the form. Okay. Warte gerade, wie lang das Video ist. So. Well, we've registered you as missing. You can stay at my place until your owner finds you. Also, I just wanted to say thanks for keeping us company for so long. Kein Problem. Well, I should probably head back to the drinks reception. Hopefully most of the people have left by now. Könnte sein, muss ich sein. If you've got some time, you should stop by my place tomorrow to see Bonnie. There's a nice cup of tea in it for you. Ich werde der sein. Alright. See you then. Bis dann. Okay, das ging relativ schnell. Warte bis zum nächsten Vormittag. 7 bis 9 Uhr. So, hier. Zack. Dun, 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 dun. Entschuldigt. Mal gespannt, was wir rausbekommen. Ich bin auch mal gespannt, ob ich das in einem Stück aufnehmen kann. Oder ob ich das noch im Laufe der Woche jetzt fertig aufnehme. Okay, da haben wir 2 Darsteller wahrscheinlich. Elodie und Bernhard, Direktor von, ich glaube, dem Stück, ne? I believe this cat belongs to me. Oh, oder so. I already told you, this isn't your cat. Just take a breather, you two. Was ist hier los? Oh, you're here. As you can probably see, you'll have to take a rain check on that tea I promised you. At least for now. Okay. This is my friend's cat. He's preoccupied with some important business, so I came to retrieve her in his stead. Okay, dieses Important Business klang nicht überzeugend. Da hören wir mal jetzt die andere Seite. Passive Kontrollen sind eine besondere Art von Kontrolle, die nicht aktiv ausgelöst werden müssen, sondern zu bestimmten Zeiten automatisch ausgelöst werden. Wenn du sie bestehst, findest du einige versteckte Informationen wie Unregelmäßigkeiten in der Haltung einer Person und bestimmte unpassende Details. Irgendwie unnatürlich. Er hat zu reden und ist laut und bestimmt. Es scheint, als würde sie ihre Stimme bewusst so einsetzen, um jeden Zoll von ihrer Aufrichtigkeit zu zerstreuen. No. It's far more likely this cat to escape from the Humane Society. Das klingt auch nicht überzeugend. Der Gesichtsausdruck wirkt auch nicht natürlich. Das Zögern seiner Stimme. Es wirkt, als würde er etwas verbergen. Sein Blick schweift immer wieder zur Seite, als ob er mal vorbei will aufzufallen. Wie wäre es, wenn wir Bonnie entscheiden lassen? Bonnie? That's the name I've given her in the meantime. Yep. 10. Mal sehen, zu wem Bonnie hier hingeht. Die vom Indikator des Schicksals zufällig ausgelösten Kontrollen zeigen häufig Verlauf des Schicksals oder den Erfolg oder Misserfolg einer Handlung. Klicke, um eine Karte zu ziehen und einen Zufallszahl zwischen 1 und 20 zu erhalten. Wenn die Anzeige größer oder gleicher als die Zahl der Kontrolle ist, bestehst du die Kontrolle. Ist egal, bestehst du sie nicht. Great. Die vom Indikator des Schicksals zufällig ausgelöste Kontrolle zeigen häufig Verlauf des Schicksals. Ja. Angemessene Verbreitung und freundliche Hilfen können derweil das Ergebnis dieser Kontrolle beeinflussen. Aktuelle Kontrollboni werden zu der zufällig von dir gezogenen Zahl editiert und erleichtern das Bestehen der Kontrolle. Was? Und? 3. Suppi.
Und ich spring blitzschnell hinter Lynette Well, in this Deckung. complicates things. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so an dir hängt. I told you before. This is my friend's cat. It's normal for her not to trust me. Listen, I'm the director of the Humane Society, okay? We've got so many strays, dogs, cats, you name it. I'm not even the one feeding them most of the time. You can hardly expect the cat to recognize me. Wie könnt ihr euch denn so sicher sein, dass sie euch gehört? She just looked somewhat familiar, so I came to check, just in case. Klingt nicht überzeugend. If she turns out to be one of ours, I'll take her back. Simple as that. Even if that's not the case, the Humane Society could still take her in, if no one else comes to claim her, that is. Und wie wäre es mit vielleicht zu checken, einfach ob irgendeine fehlt? Weil ich glaube, wenn ihr so viele Tiere bei euch herbergt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie alles aufgeschrieben. Also hoffe ich mal. Ja. Was ist die humane Vereinigung? We're an organization that specializes in rescuing and sheltering stray animals. We've been in business for several decades now. I'm Bernard, the current director. Okay. The Humane Society. Huh. The name sounds familiar. I remember hearing good things. You're the one in the Quartier Lyonnais? Lyonnais? Also wir haben Bezug Belot, Mord, Region und alles so. Aber Bezirk Lyonnais haben wir, glaube ich, noch nie gehört. Ist das vielleicht das Gebiet, was zwischen Fontaine, Sumero und Lyon da vielleicht ist? Vielleicht. Yes, that's the one. Anyway, if it's not too much trouble, could I possibly take a closer look at the cat? Ja. If it turns out I really am mistaken, I suppose that means the cat belongs to this lady here. She would be the only remaining option after all. It belongs to my friend. Wenn wir aufpassen, sollte es kein Problem sein. Go on, Bonnie. Unsicher, huh? Oh, nope. Looks like I was Okay. mistaken. They do look similar, but there's an ever so slight difference in this one's fur color. Deepest apologies, friends. Okay, danke. Well, I suppose this means I still have a missing cat to search for. Apologies again for the confusion. Alles gut. Also ist das die Katze deines Freunds? Oh, yes, exactly. Das klingt gar nicht überzeugend. Wait a second. You lied earlier, didn't you? Lied? I'm afraid I don't know what you mean. A liar always has a tell. The look in their eyes, their breathing pattern, the way they hold themselves. The things that can give you away are often more numerous than you would think. What are you talking about? The way I see it, you're conflating baseless conjecture with fact. Normally, when someone is called out, their breathing speeds up as they begin to panic. But your breathing pattern hasn't changed one bit. In fact, it's been strangely calm and measured this entire time. Also es wäre es geplant. If you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. If you're a good guy, the most likely explanation is that you're a member of the Guards, or some similar organization. And you're basing this off of? Deine Atmung. Intuition. Nothing more. Intuition. Well, I have to hand it to you, Lynette. You're right. I'm a member of the Guards. The name's Elodie. I'm currently investigating a cross-border smuggling case. This cat here, Bonnie was her name? Well, her owner is one of the prime suspects of our investigation. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. A couple of days ago, our suspect got wind that we were on his tail and fled. That's most likely how he got separated from the cat. Okay. I just so happened to stumble upon your notice in the Steambird. So, I decided to see if he'd come back for her. But, looks like I overestimated him. Wenn ich auf der Flucht wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. The impact of this case has been huge. The Marechaussee Phantom, the Guards, and the Special Patrol have all launched investigations. If there was even the slightest chance that he would show himself, I had to follow up on the lead. Was wurde denn geschmuggelt? Ja, das muss definitiv irgendwas Wichtiges sein, damit so viele Leute dahinter sind. A new kind of illegal drug. Imitation synth.
Ah, ja, okay, das erklärt's. We confiscated all the synth on the market, but addiction isn't something that goes away overnight. Even without substances on the market, people are still looking for a way to get their next fix. And criminals are all too eager to capitalize on that addiction. That was the impetus for imitation synth. Needless to say, a small-scale market opened up very quickly. Ja, okay. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. The perpetrators got smart, though, and shifted their sales overseas before those measures could kick in. That's when the imitation synth smuggling began. Okay. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. We managed to track down evidence of some early transactions. What we were able to find out, however, hasn't proven that useful given the amount of time that has passed. Alright. The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every person in Fontaine capable of producing a drug like that. That's how we learned about Bonnie's owner. Wer genau ist der? He's a researcher at the Fontaine Research Institute. Oh. His name is Pierre. Pierre Lafayette, to be exact. Ich glaube, das ist kein Name, der allen bekannt sollte sein. Vielleicht mal in einem Dokument erwähnt. Aber jetzt so hauptsächlich in Story Quests oder in World Quests, glaube ich, habe ich den noch nicht gehört. Lafayette. Oh, der kommt aber Lynette bekannt vor. Wirkt irgendwie unnatürlich. Ein leichter Anflug von Furcht streifte Lynettes Gesicht seltsam. Normalerweise hatte sie ihre Gesichtszüge gut unter Kontrolle. The Marechaussee Phantom found him in Poisson. Ein In Poisson. addition to the cat, he also had a pendant with him. Okay. Alright, interessant. At first, there wasn't much cause for suspicion. A search of his house didn't reveal much to go off of either. The Marechaussee Phantom very nearly left it at that. Aber It was only later that we realized the coat of arms on his pendant belonged to none other than the Lafayette family, one of the most infamous aristocratic families in Fontaine. so berüchtigt, dass ich sie noch nie gehört habe bis jetzt. Aber okay, go on. Obviously, this discovery prompted a further investigation into Pierre. At that point, however, we discovered that he'd already fled. Now the guards and the special patrol are all searching for him. Könnte es sein, dass seine Familie ihn versteckt? That's not possible, actually. The Lafayette family has been gone for a long time. Könnte es vielleicht sein, dass die Lafayette-Familie ist, also die Familie ist, an die Lynette verkauft wurde, wo sie noch ziemlich jung war? Weil es gab ja allerdings die Story von Lynette und Lynette, wie einmal Lynette, die suchen auf Lynette müsste starten, weil sie ja an jemand verkauft wurde. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass genau diese Lafayette-Familie dahinter steckt, beziehungsweise dass der Käufer war. Oder vielleicht die ehemalige Familie war, die dann Lynette verkauft haben. Irgendwie so etwas. Also, dass sie irgendwo in dem Thema da involviert sind. Oder in diesem Fall, sag ich mal. Exactly. Many years ago, several important members of the family, including the patriarch, were murdered by an assassin of unknown origin. From that point on, the family's power and influence took quite the hit. Ich weiß nicht mehr, wie war es. Ich glaube, es war, Lynette wollte irgendwas machen, war, glaube ich, aber nicht stark genug, oder dann ist, glaube ich, alle Kino aufgetaucht und hat sie, glaube ich, alle umgebracht. Oder es war, glaube ich, auch, oder vielleicht war es auch Lynette. Einer von den zwei, glaube ich, war für die ganzen Tode verantwortlich. The family is engaged in all manner of crimes. As you can imagine, there's no shortage of people waiting in the wings to take their revenge. And with the family severely weakened, they were able to do just that. Most of the remaining family members succumbed to sickness or hunger. The ones that survived are currently living out their days under a new identity. Okay. Pierre is one of those very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all these years. His true identity unbeknownst to all. Until now, that is. Es ist kein Problem, wenn du all diese Informationen mit uns teilst. Aber ich glaube, als Traveler vielleicht nicht, weil wir einfach ein Sonderfall sind und wir so schon in vielen Fällen involviert sind und Lynette vielleicht auch, I guess. Well, my fellow guards have told me all about how smart and courageous you both are. And I know you possess a strong sense of justice. No, danke. There could be a chance that Pierre, or one of his accomplices, might attempt to get close to Bonnie. Now that you've been briefed on the situation, I was hoping you'd help us keep a lookout. Können wir machen. If I take Bonnie back to the guards with me, there's no way Pierre will try and come for her.
Not even the most daring of criminals would attempt something like that. Oh? Sollten wir Bonnie also vorläufig bei uns behalten? I have to admit, I'm not holding out too much hope that Pierre will come back for her. But if there's even the slightest chance, then it's worth a shot. Well, I've got some other leads to follow up on. If Pierre does appear, please contact me right away. Okay. Interessant. Sieht nicht gut aus. It's nothing. I'm fine. Sicher? It's just the head of the Lefebvre family. He was the eminent person who kidnapped me all those years ago. Also war es allerdings doch diese Familie, okay. It was at a dinner party. Someone tricked me into boarding the Lefebvre family carriage. Whoever it was, they took me back to their home. Ja. But before anything worse could happen, Father intervened. Ja, weil das war der Attentäter, das war Alekino dann. Dann war der Attentäter, den Lynette erwähnte. Yep. Father was the one who orchestrated the fall of the Lefebvre family. That's what led Lenny and I to join the House of the Hearth. Das war der Fall, wo eben Dings dann die zwei sich beschlossen haben, sich Haus des Kamins anzuschließen. Als, ich glaube auch einfach als Dank an Alekino und einfach zu sehen, dass es eine Möglichkeit ist, zu leben. After all these years, I never thought I'd hear the Lefebvre name again. Geht's hier noch in Ordnung? Don't worry about me. I wasn't feeling sorry for myself. I was just thinking about Lenny. Ja, okay. He's been acting strange recently. He avoids me for days on end, consumes himself with some secret investigation, and then out of the blue pushes me to do that acting job. Das heißt, ich nehme mal nur für, warte. Das heißt, du glaubst, dass er wahrscheinlich gerade irgendwie im Hintergrund probiert, irgendwie den Fall noch zu lösen. Ohne halt denkst, dass sie darauf aufmerksam wird. Thinking about it now, it's almost like the one I drew from that deck of cards was part of his plan all along. He must have asked Fremine to help him out. In any case, I know he's hiding something from me. He's really pulled out all the stops this time. Glaubst du, er weiß von Pierre? Es könnte gut sein. It's very possible. I'm sure he tried to send me away because he was afraid it would bring up some painful memories for me. It wasn't necessary, though. Even after all these years, he's still as overprotective as ever. You'll have to help me teach him a lesson if we run into him along the way. Unterwegs? Gehen wir irgendwo hin? Yep. I want to head to the Fontaine Research Institute to learn more information about Pierre. Just let me activate search mode and then we'll head out. Okay. Versuchst du bei seiner... Maybe we'll run into Lenny along the way. Versuchst du ihm bei seiner Ermittlung zu helfen oder willst du dir selbst etwas beweisen? A little bit of both, perhaps. For the most part, though, I just have the sense that something's not right. Something isn't adding up about Pierre's story. Okay. I'm just not sure what. Auch ich möchte wissen, welche Geheimnisse er hütet. Und werden wir rausfinden, wahrscheinlich. Okay, I'll write a letter explaining everything to the crew. Once that's done, we can head out. Okay. Geht zum neuen Forschungsinstitut Fontana. Okay. Teleportationspunkt, so Detektiv. Treffen wir direkt auf Lynette oder sind wir doch zu zweit das erste? Oder drei? Drei, obwohl. Es ist relativ einseitig. Also man hört größtenteils nur von Lynette und noch gelegentlich unsere Gedanken, aber Paimon ist ja gar nicht involviert. Und es war ein guter Moment, wo man Paimon eigentlich könnte einbauen mit den Gläsern. Ah, da steht Lynette. Mit Chivalrous. Und das würde ich auch nächste Folge dann anstreben. Dass wir mit den beiden dann sprechen, die sich das hier weiter entwickeln lassen. Und wer weiß, schon das erste Ending dann normalerweise nächstes Mal bekommen. Und freut euch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Folge so um die 40 Minuten könnte bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir vom ersten Ending sind. Wir sind halt jetzt Legendenauftrag, dann, wo sind wir? Hier war. Oh. Okay, interessant. Ist ja nicht abgeschlossen. Interessant. Also wir sind hier und wahrscheinlich hier oder so finden wir das erste Ending erst. Ja, das wird noch etwas. Das werden wir dann nächstes Mal sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, man sieht sich dann beim anderen Video.
Tschö.